Die Zerebralparese ist so eine komplexe Pathologie, dass es oft super schwierig ist, sich hier zurechtzufinden. Dabei helfen aber gut etablierte Klassifizierungen, die das Ganze schon begreifbarer machen. Heute geht es um einen Begriff, den man kennen muss, wenn ihr mit dem Thema Zerebralparese zu tun habt. Was sich hinter GMFCS verbirgt, wie ein diese helfen kann und was man schon alles dadurch herausgefunden hat. Das weißt du in ein paar wenigen Minuten. GMFCS steht für Gross Motor Function Classification System. Auf Deutsch Klassifizierungssystem zur Einteilung der Grobmotorik. Dieses Einteilungssystem besteht aus 5 Leveln, wird ausschließlich bei Kindern mit Zerebralparese verwendet. Die verschiedenen Level beschreiben, wie sich das Kind oder die Jugendlichen im Alltag fortbewegen. Hier muss man aber auch aufpassen. Die Level werden natürlich nach Alter unterteilt. Ein Kleinkind kann man schlecht mit einem Jugendlichen vergleichen. Deswegen gibt es 5 Alterskategorien, in denen jeweils andere Bedingungen stehen, wann man welchen Level zugeordnet wird. Ihr findet in der Videobeschreibung einen Link, in dem ihr alles nachlesen könnt. So, wie bekommt man jetzt einen Überblick in zum Beispiel dieser Altersgruppe? GMFCS Level 1. Freies Gehen ist über Hindernisse bei unebenen Gelände und Treppensteigen ohne sich festzuhalten an sich kein Problem. Rennen, Hüpfen und Sport sind an sich möglich. Aber Schnelligkeit und Gleichgewicht und Koordination sind eingeschränkt. Schon ab Level 1 haben wir es mit Einschränkungen zu tun. Deswegen ist die GMFCS-Einteilung erstmal nur validiert für CP-Betroffene. Level 2. In den meisten Situationen kann oft frei gegangen werden, aber bei unebenem Gelände, schwierigen Bedingungen und weiten Strecken müssen externe Hilfen wie Geländer, die Hand eines anderen oder Gehhilfen benutzt werden. Sport kann unter Umständen durch Anpassungen möglich sein. Für weite Strecken kann manchmal ein Rollstuhl die Reise erleichtern. Das GMFCS Level 3 beschreibt Kinder, die an sich mit einer Gehhilfe noch selbstständig gehen können, aber auf eine angewiesen sind. Auch beim Sitzen oder Transfer müssen oft externe Sicherungen oder Hilfen verwendet werden, die eine leichte Unterstützung bieten. In der Schule wird oft ein Aktivrollstuhl verwendet und außerhalb des Hauses oft ein E-Rollstuhl, falls möglich. Bei Level 4 ist das Gehen grundsätzlich mit starker Unterstützung von Hilfsmitteln oder weiteren Personen noch möglich. Für die alltägliche Fortbewegung wird aber ein Rollstuhl benutzt. Beim Sitzen sind oft Adaptionen notwendig, die den Rumpf moderat stabilisieren. Für den Transfer werden externe Hilfen und Begleitpersonen benötigt. In das GMFCS Level 5 fallen CP-Betroffene, die in allen Situationen in einem Rollstuhl gefahren werden müssen und sich nicht selbstständig fortbewegen können. Es fällt sehr schwer, die Extremitäten oder den Rumpf gegen die Schwerkraft von selbst aufzurichten. Beim Liegen und Sitzen sind ebenso Hilfsmittel notwendig, um Kontrakturen oder Dekubiti vorzubeugen. Das war's! Kanntest du die Einteilung schon? Wenn nicht, wurde es echt langsam Zeit. Da man schon länger mit der GMFCS-Klassifizierung arbeitet, hat man schon einiges herausgefunden. Es hat sich gezeigt, dass das Level auch über andere Bereiche der Betroffenen eine gewisse Aussagekraft hat. Die Gehgeschwindigkeit zum Beispiel nimmt mit höherem Level ab. Logisch. Auch Begleiterkrankungen, die Sehfähigkeit, Sprachfähigkeit oder die Kognition verschlechtern sich tendenziell mit dem Level. Aber Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel. Es zeigt sich auch der Trend, dass Patienten mehr oder weniger im gleichen GMFCS-Level bleiben, auch wenn Hilfsmittel, Physiotherapie und andere Hilfen die Lebensqualität natürlich stark erhöhen können, verändert das oft nicht das Level. Bei den Leveln 3 bis 5 gibt es jedoch den leichten Trend, dass sich die Einteilung im Wachstum ein wenig erhöht. So komplex und unterschiedlich sich die Zerebralparese zeigt, desto wichtiger wird eine Struktur, an der man sich langhangeln kann. So wird die Therapieplanung, eine Prognose und andere wichtige Aspekte um einiges erleichtert. Diese Level sind natürlich grobe Kategorien, in denen es wieder unzählige Abstufungen gibt. Wenn einem aber das bewusst ist, kann so eine kleine Einteilung die Versorgungsqualität weltweit anheben und wirklich Millionen von Menschen weiterhelfen.